Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute haben wir wieder einen Gast, den Hyundai i30, und wir kümmern uns heute um die Bremsen, sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse. Wir hoffen jetzt mal, dass die Teile auch passen. Ich hatte es ja bei der B-Klasse von meiner Mutter, dass trotz Set und angeblichem Passgenauigkeit trotzdem eben das eine oder andere nicht gepasst hat. An der Vorderachse die Scheiben, an der Hinterachse die Belege oder umgekehrt. Das schauen wir jetzt heute. Für die Hinterachse ist es eine Hinterachse mit elektronischer Feststellbremse. Das heißt, hier ist es genauso wie beim Mercedes, zeige ich euch dann, müssen wir über den Tester die Bremse in die Wartungsposition bringen. Bedeutet, dass der elektronisch gesteuerte Kolben komplett zurückfährt. Das geht dann eben wirklich nur mit Tester. Wenn man da mechanisch irgendwie Kraft aufwendet, würdet ihr das kaputt machen. Das heißt, wenn ihr so ein Auto habt mit einer elektronischen Feststellbremse, braucht ihr eben auch immer einen Tester. Und ich hätte gesagt, wir starten jetzt an der Vorderachse. Lass den Zeitraffer mitlaufen und dann schauen wir mal, wie es läuft.
Jetzt habt ihr gesehen im Zeitraffer, wie wir die eine Seite schon gemacht haben. Hier sind wir jetzt an der zweiten Seite auch schon so gut wie fertig. Kurzer Hinweis, wir haben, kenne ich jetzt so auch nicht, wir haben 2 Schrauben, die die Bremsscheibe halten, also fixieren, sie halten sie nicht, das Rad hält die Bremsscheibe, aber, sage ich mal, Montagehilfe haben wir 2 Kreuzschlitzschrauben, die müsst ihr lösen. Und um die Bremsscheibe abnehmen zu können, müsst ihr natürlich den ganzen Sattel lösen, habt ihr ja gesehen. Jetzt haben wir ein zusätzliches Thema hier bei diesen Bremsen an der Vorderachse. Und zwar, wenn wir uns die Beläge angucken, ich zeige euch das einmal an den alten Belägen. Und zwar haben wir die hier unten. Das sind die alten Beläge. Die wären jetzt vom Verschleiß her, wären die noch super gewesen. Also da hätte man noch ordentlich Kilometer fahren können, aber wir haben es dann einfach mal gemacht. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier einmal einen Belag, wo die Noppen hier unten sind und einen Belag, wo die Noppen so übereinander sind. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Das heißt, wir haben 2 von diesen, wo eben die Noppen unten sind und 2, wo sie direkt übereinander liegen. Hier seht ihr auch schon, ist nochmal so ein extra Hitzeschutz. Das ist der Belag, der an den Bremskolben kommt. Und das ist der Belag, der an die Seite kommt, gegenüberliegend von den Bremskolben. Also jetzt hier außen sitzt sozusagen dieser Belag und innen sitzt dann der Belag mit diesem Hitzeschutzblech. Wichtig darauf achten, weil, wie gesagt, ihr könntet theoretisch auch beide Beläge mit diesen Noppen auf einer Seite montieren. Dann habt ihr aber das Problem, dass ihr halt das Hitzeschutzblech nicht montiert bekommt. Darauf achten. Die nächste Besonderheit ist, dass diese Beläge hinten nochmal so kleine Federn haben. Die werden hier so eingesteckt. Und wenn man jetzt nur Beläge wechselt, kann man ja hier den schwimmend gelagerten Sattel einfach hochklappen. Da wir aber die Bremse, also beziehungsweise die Bremsscheibe wechseln wollten oder auch gemacht haben, mussten wir die ganzen Träger demontieren. Leider muss man trotzdem auch noch dieses Teil hier lösen, weil diese Federn, also ich jetzt zumindest, habe die nicht eingesetzt bekommen, wenn, wie gesagt, das Ganze noch komplett ist. Das heißt, wir haben jetzt einmal hier den kompletten Träger gelöst, dann die Beläge getauscht und jetzt klappen wir halt, haben wir drüben schon gemacht, klappen wir halt hier den schwimmend gelagerten nochmal hoch und setzen dann diese Federn da ein. Da hat es hier so Löcher am Bremsbelag. Ich zeige euch das mal. Hier sind so Löcher und da kommt dann diese Nase von dieser Feder rein. Rechts, links, da werden die beiden Beläge miteinander verbunden. Ich denke mal, das hat irgendwas mit Geräuschminderung oder so zu tun. Müssen wir jetzt hier noch machen und dann ist man durch. Wir haben den Sattel jetzt mit 80 Newtonmeter festgezogen und diese schwimmend gelagerten Bolzen mit 30. Das sind jetzt einfach Werte gewesen, die ich auch beim Opel hatte. Was die genauen Hyundai-Werte sind, weiß ich nicht, aber damit sollte es funktionieren. Das machen wir jetzt noch und dann geht es gleich an der Hinterachse weiter. So, jetzt gehen wir an die Hinterachse. Wir haben jetzt einmal die Fahrerseite schon gemacht, weil das alles ein bisschen verwirrend war. Das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst die Parkbremse natürlich ganz normal entriegeln, die elektronische, weil das macht der Tester irgendwie nicht automatisch mit. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Ich bin ein wenig angesäuert von diesem System hier bei Hyundai, oder seht ihr gleich im Zeitraffer. Da musst du irgendwie alles wieder zerlegen. Kriegst dann nichts gelöst, entweder alles oder nichts. Und wenn ihr jetzt die elektronische Parkbremse entriegelt habt, dann sucht ihr hier, irgendwo müsste mal Hyundai kommen, vorher hatte ich schneller. So, jetzt scrollen wir nochmal. Hyundai. Wahrscheinlich war ich schon zweimal drüber gescrollt und habe es noch nicht gesehen. Da, jawohl. Dann geht ihr auf Bremsrückstellung, elektronische Bremse. Dann hier findet ihr das unter Bestätigungstest, keine Ahnung warum. Dann müsst ihr den Wartungsmodus entriegeln. Wie gesagt, zuerst auf jeden Fall die elektronische Feststellbremse ganz normal lösen. Dann hier Wartungsmodus entweder rechts oder links eben ansteuern. Jetzt rutscht das wieder weg. Da drückt ihr Starten, so lange bis das dann fertig ist. Das dauert jetzt eine gewisse Zeit. Draußen stürmt es gerade, wahrscheinlich hört ihr es nicht, aber er fährt jetzt eben den Kolben oder beziehungsweise den Stellmotor zurück. Das seht ihr, erfolgreich. Dann gehen wir auf Stopp, gehen wieder zurück. Und jetzt haben wir das Ganze in der Position, wo wir auch wirklich an der Bremse das eben lösen können. Ihr müsst den Kolben dann nochmal manuell zurückstellen. Der fährt leider nicht vollständig zurück, das müsst ihr manuell nachstellen. Aber ihr müsst eben vorher, wie gesagt, den Stellmotor so weit zurückfahren, dass ihr nicht gegen den Stellmotor drückt. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt geht es im Zeitraffer weiter an der Bremse an der Hinterachse.
So, jetzt müsst ihr den Zeitraffer gesehen haben vom Zusammenbau. Was jetzt fehlt, ist hier den Motor rechts. Da waren wir jetzt gerade dran. Beifahrerseite wieder bestätigen. Ja, fährt lang. Genau, jetzt habt ihr das gehört. Jetzt ist das erfolgreich. Dann machen wir hier wieder auf Stopp. Also es heißt hier irgendwie ein bisschen anders, zum Zurückstellen oder beziehungsweise zum Lösen müsst ihr die Entriegeln-Funktion wählen, einmal für die linke und einmal für die rechte Seite. Und wenn ihr fertig seid, müsst ihr die Bestätigen-Funktion wählen, auch eben für links und für rechts. Und eben daran denken, dass ihr, bevor ihr anfangt, die Park- bzw. Feststellbremse einmal löst. So, jetzt zeige ich euch noch einmal die rechte Seite und dann wären wir für heute auch durch. So, das jetzt an der Hinterachse. Wie gesagt, haben jetzt beide Seiten gemacht. Blöde ist eben hier, dadurch, dass hier dieser Motor noch ist für die Feststellbremse, kommt man nicht an die Schrauben für den eigentlichen Träger der Bremszange ran. Das heißt, man muss hier zuerst den schwimmenden Sattel demontieren und dann den Motor hier so hoch auf die Bremsscheibe legen. Dann kommt man an die Schrauben für den Sattel ran. Den Sattel muss man demontieren, weil man sonst die Bremsscheibe nicht abbekommt. Die kriegt man da auch nicht schräg raus. Wir haben es probiert. Da ist nicht genug Freigängigkeit. Ist also wieder ein wirkliches Meisterwerk irgendeines fantastischen, viel zu hoch bezahlten Ingenieurs. Aber gut, das ist nur meine bescheidene Meinung. Jetzt ist auf jeden Fall alles gewechselt. Die Belege sind neu. Hier war es auch so, wie auf der Vorderachse müsst ihr darauf achten. Da gibt es einen Belag mit so, also beziehungsweise auf jeder Seite einen Belag, der eben in Richtung Motor zeigt, der sich da verriegeln kann. Und einen Belag, der für außen gedacht ist. Und wie gesagt, wieder 2 Befestigungspunkte für die Scheibe, damit die euch nicht runterrutscht, wenn ihr montiert. Und bezüglich Drehmoment haben wir jetzt wieder 30 Newtonmeter auf den schwimmend gelagerten Sattel gegeben. Und weil das kleinere Schrauben waren, hier hinten waren es jetzt vom Durchmesser kleinere Schrauben und auch insgesamt kürzer. Das heißt, hier habe ich jetzt keine 80 Newtonmeter, hier haben wir jetzt 50 Newtonmeter drauf gegeben. Ob das die Originalwerte sind, weiß ich nicht, aber das schien mir ein vernünftiger Wert für die Schraube zu sein. Jetzt machen wir das Rad drauf und damit sind wir mit dem Bremsenwechsel durch. Also wirklich Spaß, muss ich sagen, macht es am Hyundai nicht. Da habe ich schon schönere Bremswechsel erlebt, aber jetzt wisst ihr, wie es geht. Wichtig ist eben, für die Hinterachse braucht ihr auf jeden Fall einen Tester. Und bei meinem Tester, bei meinem Launch-Tester war es ein bisschen merkwürdig mit dem Entriegeln und Verriegeln, aber haben wir auch hinbekommen. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.